herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich möchte dir heute zeigen, wie ich dieses Top gehäkelt habe. Das ist ein ganz einfaches Muster und lässt sich wunderschön einfach häkeln. Einfach runterhäkeln, ohne viel zu überlegen. Das hier ist eine Bobbel von den Märchengarnen. Die war, ich glaube, dreifädig oder vierfädig. Vierfädig, glaube ich sogar. Ja, vierfädig. Und das hier habe ich auch mit einer 4er Nadel gehäkelt. Und ja, am besten nehme ich dich gleich runter. Und dann starten wir gleich mit dem oberen Anfang. Das ist ein Top, was sehr locker an den Schultern ist. Also mir rutscht das mal links, mal rechts sozusagen von der Schulter. Aber das stört mich nicht. Ich mag das ganz gerne. Ja, nur, dass du schon mal vorher Bescheid weißt. Ich häkel das in meiner Größe. Ja, ich würde schon sagen, dass das hier, weil es ja ein bisschen größer ist, dass das schon eine 44 ist. Aber nagel mich da bitte nicht fest, weil jeder Körper ist unterschiedlich, fällt unterschiedlich aus. Und es ist auch ein Unterschied, mit was für einer Nadelstärke man häkelt, mit was für Garn man häkelt und. Und deswegen probierst du es am besten einfach aus. Immer mal wieder anprobieren und nachschauen, ob es passt. Ich kann dir das jetzt nur so zeigen, wie ich es gehäkelt habe und sag dir auch meine Angaben dazu. Ich nehme ein einfaches weißes Garn, eine 4er Nadel und jetzt schlage ich als allererstes 133 Luftmaschen an. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich 133 Luftmaschen habe. Wenn du es ein bisschen kleiner haben möchtest, nimm weniger. Der Mustersatz besteht, ich glaube, aus 7 Maschen. Oder weil das eine dazu zählt, dann, also von da bis da sozusagen sind es 7 Maschen, die wir da brauchen. Ja, und weil sich das eine ja mit dem anderen immer wiederholt, wären es dann wahrscheinlich 6. Ja, genau. Also dann macht die Luftmaschenkette einfach ein bisschen kleiner, wie 133. Wenn du es gerne ein bisschen größer haben möchtest, nimm bitte einfach mehr Luftmaschen. Das Muster ist ersetzbar, also dehnbar oder auch verkürzbar sozusagen. Was ich nicht sagen kann, ist, das tut mir auch sehr leid, deswegen habe ich mich vor der Anleitung hier ein bisschen gedrückt, ist, wie man da die Zunahmen macht. Also ich habe in diesem Top keine Zunahmen drin. Die Ärmchen sind sozusagen ausgeschnitten, freigelassen und dann nochmal angesetzt, was auch super passt. Also es sitzt gut, aber wie gesagt, ich habe keine einzigste Zunahme drin. Deswegen ist es auch ein bisschen locker und rutscht mir halt von der einen oder anderen Schulter. Aber ja, um es drüber zu ziehen, es hat mich halt nicht gestört. Deswegen. Und ich kann es dir nur so zeigen, wie ich es gehäkelt habe. Und ja, ich hoffe, das ist so okay für dich. Genau. Ja, nochmal als kleine Info. Dienstags kommt bei mir auf dem Kanal immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen, also was ich die Woche über gehäkelt habe, wie weit ich bei verschiedenen Projekten gekommen bin. In den Videos hast du vielleicht auch gesehen, wie hier der
Top entstanden ist. Ja. Und die anderen, sozusagen die anderen Videos, Anleitungen zu meinen Sachen mache ich wirklich nur auf Wunsch, wenn wirklich gesagt wird, das würde ich gern haben, kannst du mal schauen, dann mache ich das. Oder ich probiere es einzubauen und wenn da kein Interesse besteht, ist das gar kein Thema für mich, dann mache ich da auch nichts. Ja? Also wenn du mir sagst, zu dem und dem, was du gehäkelt hast, würde ich gerne wissen, wie du das gemacht hast, dann scheu dich da nicht, mich zu fragen. Es dauert dann halt ein bisschen, aber ich denke mal, das ist verkraftbar. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich meine 133 Luftmaschen gehäkelt habe. Bis gleich. So, ich habe jetzt meine Luftmaschenkette fertig mit 133 Luftmaschen. Jetzt gehe ich hin, häkle noch eine Masche als Wendeluftmasche und drehe mein gehäkeltes so, dass ich nicht dieses V habe, also nicht dieses hier, sondern so, dass ich diesen kleinen Hügel habe. Und da häkle ich jetzt in jede Masche von hinten sozusagen nochmal eine feste Masche rein. Ja? Ich finde, von vorne sieht dann der Rand ein bisschen hübscher einfach aus. Deswegen mache ich das so. Denn ich möchte da um den Rand nicht nochmal eine Borte machen oder sowas, sondern ich möchte einfach, dass der Ausschnitt hübsch aussieht. Und ja, ich bin jemand, der manche Sachen so einfach wie möglich hält. Und deswegen wird das dann bei mir so gemacht. Ist ein bisschen gefriemel. Deswegen kann man jetzt zum Beispiel, könntest du jetzt auch wechseln auf eine kleinere Nadel einfach. Aber das geht auch so, wenn die Luftmaschenkette ein bisschen lockerer einfach gehäkelt ist. Ja. Und dann hat man sozusagen schon mal einen schönen Anfang, so wie hier, für das Top. Genau. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich am Ende angekommen bin. Nachdem jetzt in jeder Masche nochmal eine feste Masche ist, bin ich hingegangen und habe das Ganze sozusagen einmal geschlossen. Ja, ich hole dich gerade noch mal ein bisschen zurück, damit du das einfach ein bisschen besser siehst. So, es ist jetzt in jeder Masche eine feste Masche. Das heißt, hier ist jetzt sozusagen schön das Muster zu sehen einmal und genauso auf dieser Seite. So, jetzt ziehe ich mir das Ganze einmal gerade, dass da nichts verdreht ist. Ich gehe immer hin und steche dann hier einmal gerade ein, schiebe mir das so auf die Nadel und gucke dann noch einmal nach, ob ich das alles richtig habe. So. So, und dann gehe ich hin, wenn ich sehe, dass das so passt, hole das hier noch mal raus, halte ihn an, sehe, dass ja hier meine Masche ist, die ich rein müsste von dem. Und dann hole ich den Faden da einmal durch und mache
eine Kettmasche. So, nochmal eine Masche drauf, um das so ein bisschen abzusichern. Und nachher kann man hier mit diesem Faden einfach hier den Anschluss setzen. Dann fällt das nachher nicht mehr auf. So, jetzt habe ich ja auch die Kettmasche gesetzt und eine Steigeluftmasche gemacht. Dann gucke ich noch einmal nach, ob ich das richtig habe vom Verlauf her. Und wenn das soweit passt, gehe ich hin und mache hier mit dem Muster weiter. Und zwar jetzt kommt sozusagen diese Reihe, das heißt in jede Masche kommt ein Stäbchen rein. Das heißt, zu der Einsteigeluftmasche mache ich jetzt noch 2 Luftmaschen dazu. Damit ich sozusagen das als erstes Stäbchen habe. 3. So, dann nehme ich den Umschlag auf die Nadel. Diese Masche hier überspringe ich, weil ich hier meine 3 Steigeluftmaschen dafür habe und gehe in die nächste rein und setze das Stäbchen. Und jetzt folgt in jede Masche ein Stäbchen. Und das auch wieder, bis man vorne ist. Also wieder hier vorne am Anfang. Und dann machen wir sozusagen die erste Reihe mit dem Muster. Also danach kommt hier diese Vorbereitungsreihe für das Muster und die wiederholt sich dann immer. Also dann kommt einmal diese Vorbereitungsreihe und dann das Muster und dann wieder die Vorbereitungsreihe. Also ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier meine Stäbchen gehäkelt habe. So, ich bin jetzt hier gleich am Ende von meiner Stäbchenrunde. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, damit man hier nicht jetzt noch schnell einen Dreher reinbekommt in seine Arbeit. Deswegen, ich lege mir das nochmal glatt hin und dann nehme ich mir den Faden und mache hier bei die 3 Luftmaschen gerade eine Kettmasche. So. Und das war jetzt die erste Runde. Jetzt kommen wir zu der ersten Reihe des Mustersatzes. Also hier das. Und die geht eigentlich super einfach. Ein Stäbchen, 2 frei, ein doppeltes. Also 2 Stäbchen in eine Masche. Ja, und hier oben habe ich immer da 2 Luftmaschen und dort 3 Luftmaschen. Aber das zeige ich dir gleich. Also, ich mache jetzt hier den Umschlag und gehe einfach in meine Spiralrunde rein. Das heißt jetzt, ich mache hier in die erste Masche mein Stäbchen. So, dann 2 Luftmaschen, dann überspringe ich 1, 2 und in die dritte kommt ein Stäbchen, dann folgen 1, 2, 3 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen in dieselbe Masche.
So, dann wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, 1, 2, in die dritte das Stäbchen, zwei Luftmaschen, 2, wieder 2 überspringen, 1, 2, in die dritte kommt jetzt sozusagen dieses V, das heißt Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen. Ich zeige es dir jetzt gerade noch mal vom Nahen, dass man das noch mal ein bisschen besser sieht einfach. Also 2 Luftmaschen, Umschlag auf die Nadel, 1, 2 in die dritte Masche, das Stäbchen, dann wieder 2 Luftmaschen in die dritte Masche, 1, 2, 3, ein Stäbchen, 1, dann 3 Luftmaschen und ein Stäbchen, wieder in dieselbe Masche. Noch einmal, also 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, 1, 2 in die dritte Masche, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die dritte Masche 1, 2, 3, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen. Und das wird jetzt fortgeführt, bis man wieder direkt hier vorne ist. Das ist sozusagen hier die Vorbereitungsrunde für den kleinen Mustersatz oben drauf. Also, wenn ich wieder hier vorne bin, also knapp hier so ungefähr, zeige ich dir, wie es weitergeht. So, ich bin ja jetzt hier fast am Ende und jetzt folgt wieder dieses kleine V bei mir. Das kann aber bei jedem anders enden, also von daher keine Gedanken machen. 1, 2, 3, hier rein kommt jetzt mein V sozusagen. 3 und noch einmal. So, und dann 1, 2 und dann haben wir ja hier das Stäbchen, was wir eigentlich gleich angesetzt haben, und das wird jetzt für Runde 2 einfach als Relief sozusagen gehäkelt. Also ich hole einmal den Faden und häkel da ein Stäbchen drauf. Ja, also so habe ich das gemacht. So, und jetzt folgt hier diese Runde mit diesen Noppen. Die geht auch super einfach. Wir haben jetzt das Stäbchen gemacht, das heißt, jetzt folgen wieder 1, 2 Luftmaschen, dann wird ein Umschlag auf die Nadel geholt und einmal nur durchgezogen. Dann wieder ein Umschlag und noch einmal halb durchgezogen. Und das Ganze sozusagen 4 Mal. Sodass man jetzt mit seiner Startmasche 5 Maschen drauf hat und dann einfach alles zusammen abmaschen. So, und dann wird der nächste davon gehäkelt. Da werden 3 Stück direkt um die 3 Luftmaschen gehäkelt. Ja, das geht auch ganz einfach. Du siehst es. Der zweite
Und jetzt kommt der dritte. Deswegen habe ich dort 3 Luftmaschen gemacht, damit die Maschen einfach ein bisschen mehr Platz haben. Aber je feiner das Garn ist, umso besser kommen die nachher raus. So, das ist sozusagen das erste davon. Und jetzt folgen wieder 2 Luftmaschen, dann ein Reliefstäbchen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, das beult sich nach sozusagen hinten von mir gesehen aus, deswegen mache ich ein Reliefstäbchen von hinten nach vorne. Weil ich finde das hübscher, wenn die Maschen so nach außen kommen. Dann wieder 2 Luftmaschen und wieder in den Zwischenraum diese 3-mal diese Noppen. Das ist der dritte und der vierte. Und alles zusammen abmaschen. Ein bisschen rüberschieben kann man den. Und dann kommt der nächste. Also einmal halb abmaschen, der nächste halb abmaschen, noch einmal halb abmaschen und noch einmal halb abmaschen. So, insgesamt 5 Schlaufen auf der Nadel und jetzt einmal komplett abmaschen. Bisschen rüberschieben und der dritte. Also das ist wirklich ein ganz einfaches Muster, finde ich. Man hat sozusagen immer eine kleine Vorbereitungsrunde und dann kommt der Mustersatz. 2 Luftmaschen und das Reliefstäbchen. Das Reliefstäbchen kannst du auch weglassen, indem du ein ganz normales Stäbchen machst. Also das ist ganz dir überlassen. Und dann nochmal 2 Luftmaschen. Und es folgt die nächste Noppenrunde sozusagen. Ja? So. Und immer darauf achten, dass man dann 4 Schlaufen hat. Wenn du natürlich ein feineres Garn hast, kannst du natürlich auch mehr davon machen. Also das heißt, dass man nicht nur die 5 Schlaufen auf der Nadel hat, sondern dann 6 oder 7. Denn je feiner das Garn, umso feiner ist nachher diese Noppe. Und deswegen kann man das auch ruhig dann ein bisschen mehr machen. So. Noch einmal dann 2 Luftmaschen und das Relief. So. Und so sieht das Ganze dann von vorne aus. Und das wird jetzt so einmal rund herum gehäkelt. Das heißt, bei dem einen Stäbchen wird das Relief gehäkelt und hier bei dem V kommt die Noppe. No? So wird das gemacht, bis man einmal rund ist. Dann sehen wir uns da gleich wieder. So, ich bin jetzt sozusagen an den letzten Mustersatz für die Reihe. Und dann zeige ich dir noch den Übergang. Obwohl da ja nicht viel Übergang ist, sondern es wird halt einfach stur nach Muster weitergehäkelt. Ja. Zumindest habe ich das so gemacht und habe dann immer und immer wieder ein Muster sozusagen draufgesetzt. Ja. Aber das zeige ich dir gerne. Das ist ganz, ganz einfach. So, jetzt nochmal die 2 Luftmaschen und dann hier das Reliefstäbchen. Und
Jetzt sind wir schon wieder an der Vorbereitungsrunde für das nächste Muster. Das heißt, ich mache jetzt hier 2 Luftmaschen, hole einen Umschlag und steche hier in die erste Masche ein. Hole den Faden und mache ein Stäbchen. Dann folgen die 3 Luftmaschen. Mache nochmal einen Umschlag und steche hier in diese ein. Hole den Faden und mache ein Stäbchen. Noch einmal 2 Luftmaschen, das Reliefstäbchen um das Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder hier in die erste Masche von diesen Noppen das Stäbchen häkeln. 3 Luftmaschen und hier in die Masche das nächste Stäbchen häkeln. 1, 2 Luftmaschen, das Reliefstäbchen, 2 Luftmaschen, dann das Stäbchen, 3 Luftmaschen und nochmal Stäbchen. Und das ist dann die Vorbereitungsrunde sozusagen für das nächste Muster. Und diese Noppen werden dann einfach hier in den Zwischenraum von den 3 Luftmaschen gesetzt. Also wirklich super einfach und relativ zügig gehäkelt. Und das machst du dann so lang, wie es dir gefällt. Ich mache jetzt noch ein paar rein und dann zeige ich dir nachher, wie ich hier das mit dem Armausschnitt gemacht habe. Ja. Also das ist eigentlich, wie gesagt, alles recht einfach. Einziges, was für mich halt schwierig ist, ich kann dir nicht sagen, wo du da am besten die Zunahmen machst. Eigentlich wäre es am besten, die Zunahmen dann im Übergang zu häkeln, wenn du das möchtest. Und das ist dann sozusagen das Einfachste. Ich denke schon. Aber wie gesagt, ich habe mein Oberteil ohne Zunahmen gehäkelt. Habe das hier gleich so angepasst, dass mir das gut über den Kopf ging und auch gut am Schulterbereich gesessen hat. Ja. Damit das einfach passt. Und nachher der Armbereich ist nachher auch recht einfach zu handhaben. Aber das zeige ich dir dann gleich. Wenn hier ein bisschen was sozusagen drauf gewandert ist. Oh, ich bin viel zu weit drüben in der Ecke. Entschuldigung. Ja. Das ist eigentlich auch schön zu häkeln. Man muss sich nicht viel konzentrieren. Ich meine, man muss ein bisschen gucken, dass man die 3 und 2 Luftmaschen nicht verwechselt. Aber wenn man die mal verwechselt, ist das auch kein Beinbruch. Denn das wird ja nachher nochmal sozusagen umhäkelt. Von daher fällt das nachher nicht großartig auf. Ja,
ich würde sagen, dann häkel ich jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier bin ich jetzt am Übergang, das heißt, der Mustersatz ist einmal beendet. Es fehlt hier noch das Reliefstäbchen und dann kommt wieder sozusagen die Vorbereitungsrunde für die Noppen. Und jetzt in der Runde zeige ich dir auch, wie man die Armausschnitte häkelt. Du kannst dein Oberteil, also oben an den Schultern die Sachen, was beim Schlüsselbein liegt und am Hals liegt, so groß und lang gestalten, wie du möchtest. Bei mir zeige ich dir gleich, wie viel Reihen ich habe. Hier sind es jetzt sozusagen zweimal der Mustersatz. Aber ich dachte, zum Zeigen reicht das auch, dass man jetzt sozusagen den Armausschnitt noch dran häkelt. Bei meinem kommt der Arm nach 1, 2, 3, 4, 5, nach dem 6. Mustersatz. Also man muss auch darauf achten, dass man den Armausschnitt einfügt, wenn man die Vorbereitungsrunde hier macht und nicht während dem Noppensatz sozusagen. Also es muss in der Vorbereitungsrunde sein, weil der Armausschnitt einfach mit Luftmaschen hinzugefügt wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine 2 Luftmaschen, mache nochmal mein Reliefstäbchen und starte jetzt mit einem Armausschnitt. Ich habe mir hier überlegt, dass ich den 3 Mustersätze weit mache. Ich hoffe, man sieht es noch, die Sonne kommt kurz raus. Also ich mache in 3 Mustersätze. Also 1, 2, 3. Dreimal das Noppi sozusagen und hier starte ich wieder, also setze ich meine Luftmaschenkette wieder an. So. Und ich werde jetzt 35 Luftmaschen häkeln. So, meine 35 Luftmaschen habe ich. Und jetzt werde ich hier 1, 2, 3 und nach dem 3. Noppensatz hier noch mein Reliefstäbchen häkeln, indem ich das hier anschließe, sozusagen meine Luftmaschenkette mit einem Reliefstäbchen festmache. So. Und jetzt geht es weiter, ganz wie gewohnt, in dem Vorbereitungsmodus sozusagen. Und man schaut noch gleich nach. Moment. Also ich schaue jetzt gleich nach, wo ich den nächsten Armausschnitt befestige. Das geht auch ganz einfach und leicht. Also man nimmt sich hier sein gehäkeltes, legt die 2 Sachen, wo man angesetzt hat, übereinander und dann hat man hier seine 3 Noppen und dann kann man schauen, dass man immer die Noppen übereinander hat und dann hat man hier seinen Start vom anderen Ärmel. Den kann man sich gerne markieren
damit man da weiß, dass da der Ärmel noch einmal startet. So. Und jetzt kann man von hier sozusagen bis da noch einmal diese Vorbereitungsmaschen häkeln. Und das mache ich jetzt auch und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder. So, ich habe jetzt die Markierung für meinen anderen Armausschnitt erreicht. Das heißt, ich mache hier nochmal mein Reliefstäbchen und dann noch einmal die 35 Luftmaschen. Du darfst dich jetzt nicht wundern, denn ich habe, ich lasse mal kurz den Roller an, machen wir gerade die Jalousie ein bisschen runter. Ich habe das Garn wechseln müssen, da mir das Weiß ausgegangen ist. Ich habe jetzt Grau genommen, ich dachte, das ist ganz in Ordnung, aber das ist jetzt ein bisschen dicker, aber das tut dem Ganzen ja keinen Schaden. So, jetzt habe ich meine 35 Luftmaschen. Das heißt, ich überspringe wieder 1, 2, 3 Mal die Noppen und mache dann wieder mein Reliefstäbchen. Hier. Eieiei, jetzt aber. Eins, zwei und dann wieder hier ganz normal mit dem Muster fortfahren. Ich hole mal gerade den Markierer noch hier raus. Na, so. Und so hat man jetzt den zweiten Armausschnitt. Der erste und der zweite. So. Und jetzt wird das Ganze fortgesetzt, bis man wieder hier vorne ist an dem Wechsel. Und dann zeige ich dir gleich, wie man das Muster auf die Luftmaschenkette setzt sozusagen. Das geht auch super einfach. Das ist gar kein Thema. Das schaffst du locker, sagen wir so. Ich bin jetzt wieder hier in dem Wechsel. Das heißt, hier starte ich jetzt wieder mit den Noppen. Was auch gar kein Problem ist. Also die werden genauso gehäkelt wie eben auch. Und das Ganze wird sozusagen in jedem Noppenmuster gemacht. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte, weil ich mich konzentriert habe, ob ich hier 3 oder 4 Luftmaschen habe. Entschuldigung. So ist das. So, noch einmal, also 2 Luftmaschen, ein Reliefstäbchen und noch einmal 2 Luftmaschen und dann wieder das Noppenmuster. Das ist jetzt hier mit dem grauen Garn, sieht das ein bisschen kräftiger aus, weil das einfach für eine größere Nadelstärke ist. Das ist die Fadenstärke hier ist kräftiger, aber das ist ja nicht schlimm. Ich wollte es dir ja nur mal so zeigen ein bisschen. Ich denke, das ist jetzt zum Zeigen in Ordnung. Du wirst ja entweder
auch normale Wolle nehmen, einen Bobbel nehmen oder. Und da wird das dann einheitlicher aussehen, wie jetzt hier das Grau bei mir. Jetzt kommen nochmal 2 Luftmaschen, dann das Reliefstäbchen und wir sind sozusagen an der Luftmaschenkette angelangt. Und hier kannst du jetzt einfach dieses Noppenmuster draufsetzen. Das heißt 2 Luftmaschen wegen dem Reliefstäbchen und dann einfach um die Luftmaschenkette dieses Muster arbeiten. Ich würde jetzt nicht in die Masche einstechen, denn das sieht man nachher. Also das sieht halt dann nicht mehr so hübsch aus, weil die Masche halt dann sehr groß wird. Oder man häkelt in jede Masche, aber dann musst du darauf achten, dass du auch genauso viele Luftmaschen hast, wie du das Muster häkeln möchtest. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, weil sich das alles so ein bisschen mitdreht und bewegt. Aber danach ist das auch schon vergessen, weil danach hat man ja das Muster da sitzen und dann funktioniert das alles besser. 1, 2 Luftmaschen, also das ist jetzt einmal der Mustersatz, 2 Luftmaschen, dann einmal das Stäbchen. Jetzt wird es halt ein normales Stäbchen, nachher wieder ein Reliefstäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal den Mustersatz. 2. So, einmal, noch einer, 2, 3, die 4. Na? Und noch einer. Und 1, 2 Luftmaschen und noch einmal das Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal den Mustersatz. So, noch einmal. So. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. Das hängt sich aber nachher noch mal aus. Also das wird nachher sozusagen schöner. Ja, also wenn du es hier siehst bei meinem, das ist jetzt sehr dunkel. Aber wie gesagt, das hängt sich nachher aus. Das ist gar kein Thema. Ja, dann nochmal 2 Luftmaschen und dann das Reliefstäbchen wieder an das Stäbchen ran. Ja. So. Und jetzt siehst du, das legt sich nachher. Und hier ist jetzt dein Armausschnitt. So, und dann geht man hier einfach ganz normal weiter, bis man wieder seinen Armausschnitt hat und häkelt den dran. Und dann macht man das Ganze so lang, wie man seinen
Pullover haben möchte oder seinen Top haben möchte, weil ich habe ja einen Top. Ich habe keine Ärmel dran gehäkelt, was ich nicht für nötig gehalten habe einfach. Also ich habe ja auch immer so einen Tanktop drunter. Von daher hat mir das komplett ausgereicht. Das lässt sich auch gut tragen. Ja, ja, und das ist das ganze Werk, das man dafür häkeln muss, kann, darf. Ich hatte jetzt noch überlegt, wie gesagt, die Zunahmen, also oben am Halsausschnitt sozusagen, weiß ich nicht, wie man da Zunahmen reinbekommt. Einzige, wo man Zunahmen machen könnte, ohne dass es großartig auffällt, ist hier am Arm. Wenn du die Luftmaschenkette einfach ein bisschen länger häkelst und da dann noch 1 oder 2 Blöcke von diesem Noppenmustern reinmachst, kannst du da ganz locker und easy zunehmen, ohne dass es großartig auffällt. Ja? Also das geht schon. Oder du häkelst dir halt hier im Übergang die Zunahmen. Jetzt muss ich kurz gucken. Halt hier auf der Seite ist der, dass das hier mit reinkommt. Aber das fällt dann halt schon stärker auf. Aber das ist nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm. Es ist ja eine Handarbeit und da darf das Ganze auch ein bisschen ins Auge stechen einfach. Ja, das ist der Top. Und wie gesagt, ich zeige es dir jetzt gleich bei meinem noch, wie ich den so gehäkelt habe für meine Größe, damit du da auch die Angaben hast einfach. Das ist mir schon wichtig, dass du das dann, wenn du dieselbe Größe vielleicht hast, nachhäkeln kannst in der Größe. Vielleicht findest du aber auch einen Weg, hier Zunahmen noch hübscher reinzubekommen als ich. Das wäre ja auch nicht schlecht. Dann mach das dann auch bitte. Häkel so, wie es dir am besten gefällt. So. Und dann hat man sozusagen jetzt von der Seite her einen schönen Top. Die Ärmel kann man ja nachher ganz normal dran häkeln. Das geht natürlich auch, also man kann dann hier noch weiter, wenn man den Körper soweit fertig hat, einfach ansetzen und einfach hier Ärmel dran setzen. Das funktioniert, das ist gar kein Thema. Und wie gesagt, also hier habe ich jetzt 3 Noppenmusterausschnitte für den Arm. Ja, das Ganze zieht sich auch noch, also das ist wirklich, das musst du bedenken, dass das sehr groß schon ist. Und jetzt zeige ich dir bei meinem Top mal die Sachen. So, da habe ich hier den oben sozusagen, das ist vorne, und ich habe hier, Moment, ich lege es mal kurz so hin, dass du den Armausschnitt siehst und oben den hier am Hals, also hier oben der Hals, und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal dieses Noppenmuster, dann kommt der Armausschnitt und hier habe ich 1, 2, 3, 4, hier oben jedoch 5, also ich habe zu meinem Bauch sozusagen abgenommen, das heißt, ich habe hier einfach die Luftmaschenkette angepasst, wie es mir halt passt. Ich habe den auch dann angezogen und habe geguckt, wie sitzt die Luftmaschenkette, wie weit will ich noch,
Und das empfehle ich dir für deinen Top natürlich auch. Bei mir ist es auch so, dadurch, dass ich hier oben 5 freigelassen habe, ist hier der Ausschnitt sozusagen nicht direkt unter meinem Arm. Also mein Arm läuft hier und ich hätte dann an den Seiten wirklich noch Platz. Das sieht man auch, wenn ich das Top anhabe. Also das ist nicht verschwunden, das sieht man auch, dass da halt noch Platz ist. Ja, deswegen, ich hätte es ruhig noch im Mustersatz kleiner machen können. Also ich hätte oben auch 4 machen können. Und dann hätte das noch mal ein bisschen besser gesessen. Ja, aber wie gesagt, das hier war ja ein Top zum Ausprobieren. Ich bin keine Fachfrau in der Hinsicht. Ich mache das nur als mein Hobby und ich schaue auch nur sozusagen, dass es mir halt passt. Und wenn du da immer gerne ein kleines Video dazu möchtest, wie ich das gehäkelt habe, kann ich das auch super gerne machen. Mache ich auch gerne. Nur ich kann dir halt nur sagen, wie ich es gehäkelt habe. Ja. Ja, das nur noch mal so am Rande. Noch mal am Rande erwähnt. Samstags kommt immer ein Video zu meinen Häkelsachen. Also da zeige ich jede Woche, was ich gehäkelt habe, wie weit ich kam, was ich neu angeschlagen habe und. Und dienstags kommt immer ein Video zu meinen Diamond Painting Sachen. Ja. So. Ja, ich hoffe, dir hat mein kleines Video zu dem Top gefallen. Du kannst es ja super gerne nachhäkeln und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, falls irgendwas unverständlich war, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Vielleicht war es ja nicht nur für dich unverständlich, sondern auch für noch jemanden und derjenige freut sich dann, dass es vielleicht unten schon beantwortet wurde oder die Frage schon gestellt wurde. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video hierzu gefallen. Lass gerne ein Däumchen nach oben da, wenn du möchtest. Ein kostenloses Abo kannst du natürlich auch gerne da lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. In diesem Sinne, bleib gesund, mach's gut. Tschüss.